Hallo liebe Freediver, das No Fins-Freediving, das hat mich schon immer fasziniert und ich freue mich, dass wir heute jetzt den Nik bei uns haben, Nik Linder, der uns ein bisschen was zum No Fins-Freediving erzählt, weil das der absolute No Fins-Spezialist ist bei uns in Deutschland. Nik, erzähl uns doch kurz, was hast du bisher im No Fins gemacht? Wie sind da deine Erfahrungen? Also ich weiß jetzt nicht, ob ich der absolut tolle Spezialist bin im No Fins-Freediving, aber es stimmt, ich tue mich da relativ leicht. Ich glaube, also ich würde sagen, um jetzt nicht schon allzu viel vorwegzunehmen beim No Fins, für den No Fins Workshop, dass das Wichtigste bei No Fins vor allem der Beinschlag ist. Und da ich aus dem Schwimmen komme und schon eigentlich mein Leben lang im Schwimmverein war, tue ich mich mit dem Beinschlag relativ einfach und habe dadurch eigentlich hier in den meisten, ja, meine Erfolge, jetzt sei es jetzt der deutsche Rekord im See oder auch das Streckentauchen unter Eis, gerne ohne Flossen gemacht. Im Gegenteil, ich habe mich eigentlich immer als einer bezeichnet, der nicht so gut ist mit der Monoflosse. Da habe ich mich deutlich schwerer getan, lange arbeiten müssen, und No Fins ist tatsächlich etwas, was mir leichter fällt. Mhm. Was macht denn für dich die Faszination aus an dem No Fins-Freediving? Egal ob jetzt Strecke oder Tieftauchen, was ist das, wo du sagst, das ist einfach was ganz Besonderes am No Fins-Freediving? No Fins geht eigentlich ganz konsequent den Weg der Reduktion. Das ist was beim Freediving am allermeisten interessiert, dass du immer noch mehr weglassen kannst und immer noch deutlicher den Tauchgang spürst. Und bei No Fins ist es ja ganz extrem, weil da hast du nicht mal mehr Flossen, und die Flossen tatsächlich, sie lenken ab. Sie lenken ab von dem Tauchgang. Auch hier haben wir wieder Druckstellen, auch hier haben wir wieder, wird alles ein bisschen grober. Wenn du keine Flossen anhast, ist alles sehr, sehr fein und du spürst dich sehr, sehr genau. Und das hat auch mit anderen Dingen zu tun, dass man länger den Apnoe-Tauchgang genießen kann. Mhm. Aber das ist es eigentlich für mich, ja, dieses ultimative, reduzierte, das macht die Faszination aus. Ich glaube, das geht den meisten so, die No Fins Freediving praktizieren. Mhm. Das klingt ein bisschen wie eine Meditation. Ja klar, das haben wir immer. Also das ist so immer eine Meditation. Es ist immer so was in Richtung Zen-Meditation geht, im Augenblick zu sein, nicht an die Wände zu denken, nicht an nachher zu denken. Im Tieftauchen ist es ganz extrem während dem freien Fall, dass ich da wirklich nochmal bewusst entspannen denke, exakt schaue, okay, welche Muskeln kann ich abschalten, beziehungsweise welche Muskeln brauche ich nicht, wo muss ich ein bisschen Körperspannung aufrechterhalten. Das macht die Arbeit recht fein. Ja. Mhm. Gibt es irgendwas, was man aus dem No Fins-Freediving in andere Disziplinen oder allgemein ins Training übertragen kann? Ja, auf jeden Fall. Also in jedem Kurs ist ja so, dass du etwas von der einen Disziplin in die andere übernehmen kannst. Beim Monoflosse zum Beispiel, vor allem wenn du mit der Monoflosse die Wände kannst, dann kannst du es in jeder anderen Disziplin auch. Mhm. In No Fins ist es, würde ich sagen, ist der Transfer am größten, weil ich hier, oder die Transfermöglichkeiten am größten, weil ich hier zum einen länger tauche, ja, Mhm. ganz so anstrengend wie mit Flosse, deswegen ist die Tauchzeit im Allgemeinen etwas länger. Mhm. Bedeutet auch, ich muss länger in der Struggle-Phase klarkommen, was vielen schwerfällt. Also gerade bei den klassischen 75 Meter Taucher, der hat oftmals dann erst auf der letzten Bahn die Struggle-Phase, und einer der häufigsten Gründe, einer der häufigsten Fehler beim Apnoe ist zu frühes Auftauchen, dicht gefolgt vom zweithäufigsten Fehler zu spät auftauchen. Aber die meisten tauchen zu früh auf und kosten diese Struggle-Phase nicht richtig aus. Im Mhm. No Fins bin ich gezwungen, eine ganze Weile in der Struggle-Phase zu verbringen und hier die Kontraktionen in der Dynamik besser zu verarbeiten. Mhm. Und Okay. ich arbeite hier sehr, sehr fein, was die Tarierung angeht. Es ist nicht einfach nur eine neutrale Tarierung, sondern es geht um die richtige Drehung. Ich muss absolut horizontal sein, weil ich mit den Flossen immer noch ein bisschen mehr ausbalancieren kann. Und ohne Flossen ist es super schwierig. Das heißt, die Leute tauchen dann oft mal so oder, also, ja. Man merkt es auch in den Gleitphasen,
wenn ich No-Fins tauche, wie anfällig ich zum Beispiel von diesen Düsen auf der Seite in einem Schwimmbad bin, Okay. wenn ein Flugzeug in Turbulenzen kommt. Da sieht man aber, wie wichtig es ist, richtig ausgetrimmt zu sein, sodass ich keinerlei Arbeit brauche, um unten zu bleiben, um oben zu bleiben, um eine Körperspannung zu halten, sondern wirklich jede Energie und damit den Sauerstoffverbrauch minimiere, damit ich einfach alles fürs Vorankommen nutze. Und das ist das Faszinierende. Unter anderem dazu kommt, ich beschäftige mich dort sehr viel mit dem Gleiten. Ja, das heißt, es geht sehr viel um Hydrodynamik, es geht darum, wie viel Zyklen aus Arm- und Beinschlägen brauche ich pro Bahn. Das sind alles Sachen, die man vielleicht bei den Stereoflossen oder auch bei der Monoflosse nicht ganz so stark in Betracht zieht. Aber hier mit ohne Flossen, No Fins, arbeitet man extrem fein, vor allem in der Dynamik. Man baut letztlich auch diesen Tauchgang auseinander. Das heißt, man schaut sich jeden Part einzeln an. Mhm. Super, das klingt echt spannend, ja. Im März haben wir dich ja mal wieder für einen Workshop gewinnen können. Da freue ich mich schon total drauf. Da machen wir Streckentauchen und Tieftauchen ohne Flossen. Was erwartet denn da die Teilnehmer so? Oder worauf können die sich da freuen? Also wir haben einen Part, der besteht aus dem Stretching. Und im Stretching geht es um mehrere Sachen. Zum einen um die Flexibilität des Körpers. Das heißt, ich muss den Körper flexibel machen. Wir müssen uns auch immer vorstellen, der Kurs besteht ja aus einem Dynamik-Part, Streckentauchen, und was auch ziemlich cool ist, einem Tieftauch-Part, den wir in dem Tauchturm mit Blauen machen. Und wenn wir uns vorstellen, dass ein Tieftaucher, wie zum Beispiel William Trowbridge, immer diese Williams, Trowbridge, der über 100 Meter tief taucht ohne Flossen, der macht das Ganze in einer Flexibilität, die seinesgleichen sucht. Mhm. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass unsere Lunge so komprimiert ist in der Tiefe, dass man eigentlich größere Bewegungen im Oberkörper komplett vermeiden sollte, dann kann man sich vorstellen, was das für ein Ausnahmeathlet ist. Und dann kann man sich auch vorstellen, warum es so wichtig ist, flexibel zu sein bei diesem Sport. Teil 1 ist also die Flexibilität. Teil 2 ist, wir haben immer Schwierigkeiten, neue Bewegungsabläufe zu lernen. Das bedeutet, es ist unglaublich wichtig, dass wir hierbei auch so eine Art Körperbewusstsein schaffen. Auch das ist Teil des Stretchings. Deswegen machen wir das Stretching, wir üben es an Land, sodass wir es nachher im Wasser fortsetzen können. Im Poolteil nehmen wir den Tauchgang auseinander. Das heißt, wir lernen zunächst mal schwimmend an der Oberfläche den Armschwung, Schlüsselloch-Armschwung. Wir lernen den Beinschlag, der sich doch ein bisschen von dem Brustbeinschlag unterscheidet. Wir lernen das Gleiten, wir lernen die Tarierungskontrolle, wir lernen die Trimmung, wir machen Maximalversuche. Das alles ist so Teil der Dynamik plus ein paar Trainingsimpulse, weil es oftmals dann auch so ist, das muss man auch ganz klar sagen, dass man zwar die Samen sät in die Köpfe, aber dass es doch auch so ist, dass manchmal das eine oder andere weiterhin trainiert werden muss. Das heißt, es gibt auch ein paar Trainingsimpulse, was man in den nächsten Trainings dann üben kann. Mhm. Im Tieftauchpart geht es vor allem auch um den freien Fall. Es geht auch um Druckausgleich. Es geht um, wo packe ich meine Lanyard hin. Weil man muss sich immer überlegen, dass man ja dieses Mal die Arme und die Beine in Bewegung hat. Das heißt, wie kann ich hier einen Druckausgleich machen? Welche Hilfsmittel, wie zum Beispiel Low-Skip, stehen mir zur Verfügung? Welche Abtauchtechnik? Duckdive ist ein bisschen schwieriger ohne Flossen. Und all das ist eigentlich alles so der Part oder das, was wir eben in diesem Workshop lernen. Besteht auch die Möglichkeit, das Ganze noch zu zertifizieren für SSI Freediver als SSI Specialty Kurs. Und jo, ist eigentlich schon viel zu viel für so Ein rundes Paket. 1,5 Tage. Ja. Ja.
Ja, wir hatten ja letztes Jahr den Kurs schon und ich muss sagen, die Teilnehmer, die waren absolut begeistert. Also die haben da wesentlich mehr mitgenommen, als sie sich hier erwartet haben und die haben auch nach dem Kurs immer mal wieder von dem Training berichtet und ich muss sagen, es war richtig schön, die Fortschritte dann auch zu sehen bei den Leuten und die Begeisterung für das No Fins-Freediving, weil das ja eigentlich kein wirklicher Kursbestandteil in der regulären Ausbildung ist. Ja? Ja, der Kurs mit dir, der ist ja am 16. und 17. März. Für alle, die das noch nicht wissen, der findet statt im Raum Nürnberg-Fürth. Also wir fangen an mit Theorie in der Tauchschule Spirit Divers in Fürth am 16.03. Ab 18 Uhr. Die Pool-Ausbildung machen wir dann direkt im Anschluss. Am Samstag früh haben wir dann noch einen Theorie-Part, wo wir uns dann auch die Tauchgänge nochmal anschauen werden vom Tag davor, damit die Teilnehmer einfach von ihrem eigenen Tauchen noch was lernen können. Und nachmittags an dem Samstag sind wir dann im Tauchturm in Plauen. Ich freue mich total drauf. Ich mich auch. Ich danke dir ganz herzlich. Sehr gerne. Und ja, dann sehen wir uns spätestens im März. Alles klar, bis dann. Dankeschön, mach's gut, ciao.